Hier vor mir seht ihr 4 Hausmittel, die online zur Felgenreinigung empfohlen werden. Welche davon funktionieren, erfahrt ihr in diesem Video. Kann man mit Glasreiniger Felgen reinigen? Das ist das erste Produkt, was man im Internet findet, wenn es um die Felgenreinigung bzw. Alternative zu einem ausgesprochenen, ausgelobten Felgenreiniger ist. Glasreiniger ist ein alkoholisches Produkt, was auch ein paar Tenside enthält, um die Oberflächenspannung zu brechen und Schmutz zu lösen. Von der Logik her dürfte das eigentlich nicht so gut funktionieren, weil der Schmutz, den wir auf Felgen haben, ist ein Schmutz, der sauer oder mit einem speziellen Wirkstoff, wie er in Felgenreiniger enthalten ist, gelöst werden muss. Da gehört ein Lösemittel nicht dazu, aber wir probieren es hier gleich mal an der dreckigen Felge aus. Starten wir mit dem Aufsprühen und einer kurzen Wirkdauer. Ich habe alle Produkte ca. 5 Minuten wirken lassen, damit wir einfach gleiche Bedingungen haben. Zum Zustand der Felgen und wie ich den einschätze, sage ich am Ende noch was. Kurzer Schmutzlösetest und da war ich schon ein bisschen erschrocken. Also die Felge ist sauber, ne? Na gut, spülen wir mal ab, gucken wir mal, wie es ohne mechanische Reinigung nur mit Wasser aussieht. Und wenn ich mir das so angucke, dann sieht das wirklich schon ziemlich gut aus. Ich habe nochmal ein bisschen mit dem Pinsel nachbearbeitet, mit einfach ganz normalem Autoshampoo im Wasser. Einfach nur, dass der Pinsel nicht nur so über die Felge rutscht, sondern ein bisschen Gleitwirkung hat. Alles, was gelöst werden sollte, müsste jetzt schon gelöst sein. Und man sieht jetzt eigentlich schon ganz gut, die Felge ist tatsächlich sauber. Großer Überraschungskandidat für mich an der Stelle, der Glasreiniger. Dazu aber nochmal mehr in meinem Fazit. Hausmittel Nummer 2 sollte eigentlich Nummer 1 sein, denn das wird unglaublich oft empfohlen. Backofenreiniger zur Felgenreinigung. Backofenspray ist ein extrem stark alkalisches Produkt, weil wir haben Natriumhydroxid drin. Wir gehen teilweise in pH-Werte von 13 bis 14, also ans Ende der Skala. Und ich möchte einfach nur mal vorlesen, warum ich eigentlich sage, macht das bitte nicht nach, denn Hinweis, nicht auf lackierten Flächen und Aluminium anwenden. Sagt eigentlich schon alles. Jetzt ist eine Felge häufig gepulvert, also kein Lack in dem Sinne, aber es ist auch eine Art von lackierter Oberfläche. Deswegen, wenn man das hier liest, sollte man schon mal nicht anwenden. Wie gesagt, auch die Gefahrenhinweise kann ich ja mal kurz vorlesen. Verursacht schwere Verätzungen der Haut, schwere Augenschäden, enthält Natriumhydroxid. Schutzhandschuhe, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. Bei Berührung mit der Haut sofort alles ausziehen und auswaschen. Haut lange abwaschen und duschen. Bei Kontakt mit den Augen einige Minuten lang spülen. Aerosol auf keinen Fall einatmen und. Die Gefahrensymbole sprechen hier auch eine deutliche Sprache. Also da in einem geschlossenen Raum mit so einem Spray hier rumzusprühen, finde ich ein bisschen fahrlässig. Ich denke, es wird gut funktionieren, weil einfach ein extrem starkes Reinigungsmittel hier drin ist. Wir probieren es gleich aus. Da werde ich natürlich eine Schutzbrille und auch eine Atemschutzmaske tragen, weil das Zeug will ich nicht einatmen. Mal sehen, ob es überhaupt funktioniert. Gleicher Versuchsaufbau, auch die Felge vorne, die in der Regel ja stärker verschmutzt ist, und dann geht das Spray auch schon direkt auf die Felge. Und ich muss zugeben, ein bisschen befriedigend ist es schon zu sehen, wie dieser weiße Schaum dort arbeitet. Und vor allen Dingen guckt mal auf die Felgen, auf die Reifen, da sieht man schon richtig, wie der Reiniger den Schmutz aus dem Reifen zieht. Also er wird richtig braun, sieht man auch gleich beim Abspülen. Also der wirkt auf jeden Fall sehr schnell und sehr gut. Ich habe auch hier ein bisschen die Einwirkzeit verkürzt, einfach weil ich so einen strammen Reiniger auf der Felge keine 5 Minuten stehen lassen wollte. Das waren, glaube ich, 3 ungefähr. Dann wieder abspülen. Einmal der Check. Felge ist optisch schon sauber. In den Ecken und Kanten hängt noch ein bisschen Dreck. Wie immer bei der Felgenreinigung kann es aber auch an der Schlamperei mit dem Hochdruckreiniger gelegen haben. Deswegen nochmal mechanische Reinigung mit dem Pinsel. Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Felge ist sauber. Auch da mein Fazit nochmal am Ende. Kann man mit Essig Felgen reinigen? Ist eine Frage, die man nicht so häufig sieht, sondern das Hausmittel, was ich mit ins Spiel eingebracht habe. Denn meine Logik dahinter, wir haben auch einen Reiniger, der irgendwie Tensid enthält. Das sieht man daran, dass er schäumt, wenn ich ihn schüttel. Also da ist irgendwas, ich sag mal, Spülmittel, Shampoo-artiges drin. Und er ist sauer. Ich habe ja vorhin schon erklärt, der Flugrost oder metallhaltige Partikel lassen sich am besten durch Säure oder einen speziellen Wirkstoff entfernen. Früher haben wir Säure immer zum Felgenreinigen benutzt. Es gibt auch immer noch zahlreiche saure Felgenreiniger. Deswegen ist das mein Hausmittel, was ich ins Spiel schicke. Ich weiß noch nicht, ob es funktioniert. Ich habe es noch nie ausprobiert. Das werden wir jetzt sehen, ob Essigreiniger zur Felgenreinigung geeignet ist. Auch hier wieder der gleiche Versuchsaufbau, da mir die vorderen Felgen ausgegangen sind. Typischerweise haben Autos nur 2 vorne. Habe ich die hintere Felge genommen, ansonsten alles gleich. Einwirkdauer waren hier wieder 5 Minuten, Reiniger satt aufgesprüht und wir sehen auch sofort, wie so ein bisschen Schmutz mit abläuft. Also das wird wahrscheinlich auch gut funktionieren.
Fingerwischtest zeigt, jawohl, er löst auf jeden Fall den vorhandenen Schmutz. Abspülen und mechanisch nachreinigen. Wie ich den Reiniger verdünnt habe in der Flasche, du hast ja gesehen, es war eine Sprühflasche, erfährst du am Ende nochmal in meinem Fazit. Und auch hier, Felge ist sauber. Kann man mit Zahnpasta Felgen reinigen? Klingt vielleicht erstmal sehr abwegig, wenn man sich dann aber die Beschreibung durchliest, dann wird einem klar, dass was dann pauschal als Felgenreinigung bezeichnet wird, ist eigentlich das Wegpolieren von eingebranntem Flugrost und Bremsstaub, der nach der normalen Reinigung übrig bleibt. Also jetzt Zahnpasta auf ein Tuch, auf die dreckige Felge, rate ich dringend von ab, hohe Kratzergefahr. Aber wenn die Felge nachher sauber ist und wir eingebrannten Flugrost haben, werden wir sehen, ob man mit Zahnpasta diesen Flugrost entfernen kann und damit im weitesten Sinne die Felge reinigen kann. Verkaufsargument auf jeden Fall, Felge hat danach einen ordentlichen Minzduft, aber darum geht es hier nicht. Ich habe die Zahnpasta großzügig aufgetragen, auch gleich nochmal ein bisschen einwirken lassen. Vielleicht sind da ja irgendwelche Inhaltsstoffe drin, die ein bisschen Zeit brauchen, das heißt aufgetragen, kurz wirken lassen, Zahnpasta nachgelegt und poliert, bis mir der Finger wehtat. Und wie ihr seht, sehen wir gar nichts, also es bleibt am eingebrannten Bremsstaub, der bleibt an Ort und Stelle. Da wird nichts wirklich gelöst, bis auf loser Schmutz, den ich vorher nicht durch die Reinigung gelöst habe. Gut, den hätte ich wahrscheinlich auch mit einem feuchten Tuch entfernen können, aber eingebrannter Bremsstaub bleibt an Ort und Stelle, da passiert nichts. So, wir sind durch mit 3 Felgen plus 1. Fangen wir mal hinten vielleicht an. Kann man mit Zahnpasta Felgen reinigen? Nein. Was man definitiv machen kann, ist auf einer dreckigen Felge mit dieser Paste hier den Schmutz darunter schrubben. Ist aber weder sinnvoll, noch zeitsparend, noch günstig, noch in irgendeiner Form zu empfehlen. Deswegen Zahnpasta ist für mich raus. Ich habe auch extra die Whitening gekauft mit extra vielen Schleifpartikeln. Wurde mir ja bei meinem 10 Jahre alten Video damals vorgeworfen, dass ich keine Whitening gekauft habe. Deswegen, das funktioniert auf jeden Fall nicht. Was mich aber überrascht hat, alles andere hat funktioniert. Und zwar ziemlich gleich gut. Also ich könnte jetzt nicht mal sagen, das eine war jetzt deutlich besser in der Schmutzlösung ohne Mechanik, das andere mit Mechanik, das dritte gar nicht, sondern sowohl der Essigreiniger als auch der Glasreiniger als auch das Backofenspray haben funktioniert. Ich fange vielleicht mal trotzdem mit meinem No-Go an. Wie gesagt, Backofenspray habt ihr vielleicht auch schon in meiner Ankündigung so ein bisschen erfahren. Also ich habe es jetzt auch mit Absicht mit Maske und Schutzbrille und so. Das macht kein Hausmann, keine Hausfrau zu Hause. Aber man muss sich einfach mal bewusst machen, was man hier für ein Zeug hat, mit was für Warnsignalen. Und das hier die ganze Zeit als Schaum rumzusprühen, am Ende vielleicht noch mit Wind das Zeug ins Auge zu bekommen. Und wie gesagt, ich lese es nochmal vor, nicht auf lackierten Flächen und Aluminium anwenden. Und das war tatsächlich bei allen Backofenreinigern, die ich heute in der Hand hatte, nämlich 3 Stück so. Deswegen ab in den Müll oder nicht in den Müll, auf jeden Fall nicht auf die Felgen, passt bei mir gar nicht. Überraschungskandidat Glasreiniger. Habe ich ja gesagt, eigentlich hätte ich nicht damit gerechnet, weil Lösungsmittel und Metall ist jetzt nicht so das Typische, was man dafür nimmt, aber es hat wirklich funktioniert, überraschenderweise. Also wenn du jetzt unbedingt zu Hause Felgen reinigen musst und hast nichts anderes, das Zeug funktioniert wirklich. Ich weiß natürlich nicht, ob jeder Glasreiniger funktioniert, aber der Frosch Glasreiniger Spiritus, den ich sowieso sehr mag, funktioniert auch für Felgen. Wichtig ist immer, losen Sand zuerst abspülen, dann erst irgendwie drauf reiben oder Mechanik anwenden, damit du keine Kratzer machst. Und narzisstisch wie ich bin, ist mein Favorit trotzdem der Essigreiniger. Kann ich aber auch begründen, nicht nur damit, dass ich ein geiler Typ bin, sondern auch damit, dass die Reinigungswirkung gut funktioniert hat. Ich habe hier ein Konzentrat, das heißt, ich habe es gerade mit 100 Milliliter auf 1 Liter Wasser, also ungefähr 1:10 verdünnt. Kann es aber auch auch pur anwenden, steht hier auch drauf. Und ich habe hier keine Einschränkungen, also hier steht nicht drauf, nicht auf lackierten Oberflächen anwenden, sondern nur nicht für Marmor, Terrazzo, Naturstein, Gold, echten Silber, emaillierten Badewannen. Also wenn deine Felgen aus Emaille, Gold, Silber, Marmor, Terrazzo oder Naturstein sind, solltest du es nicht anwenden. Ansonsten könnte man das auf jeder Felge anwenden. Natürlich auf Materialverträglichkeit achten, gerade wenn es pur angewendet wird. Wenn wir jetzt sagen, wir hatten hier schon, sage ich mal, jetzt keine Grottenfelgen, aber schon verschmutzte Felgen. Das hat man auch an dem eingebrannten Staub gesehen, dass sie nicht so gut gepflegt sind. Wenn wir uns jetzt aber überlegen, dass ich hier 1:10 verdünnt habe, also aus diesem Reiniger ungefähr 10 Liter Felgenreiniger machen kann,
kostet mich der Liter Felgenreiniger am Ende 20 Cent. Und das ist mal eine Ansage, die sich sehen lassen kann. Also wer zu Hause sagt, hey, ich will unbedingt mit dem Hausmittel arbeiten, Froschessigreiniger funktioniert auf jeden Fall. Wenn du jetzt aber sagst, ich habe ein bisschen mehr Bock auf echte Autopflege mit Autopflegeprodukten und Werkzeugen, dann gönn dir auf jeden Fall die DCON am 6. Mai 2023 in Einbeck. Sicher dir Tickets, wir sind ausstellerseitig ausverkauft, also die Halle wird mehr als voll, gibt ohne Ende zu erleben. Du kannst Produkte ausprobieren, kannst dich beraten lassen, kannst mit Herstellern quatschen, an Workshops teilnehmen, Gleichgesinnte treffen, Fotos mit deinen Idolen machen, was auch immer. Also wird auf jeden Fall eine coole Veranstaltung. Tickets und Rabattcode in der Videobeschreibung. Ansonsten geht es im nächsten Video, also wir machen jetzt noch ein Video, da geht es dann weiter mit dem Lack und den Hausmitteln. Also welche Hausmittel kann man für den Lack benutzen, welche vielleicht auch nicht. Damit geht es weiter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Hau rein.